das Perfekt. Wann verwendest du es? Wie bildest du es? Und ganz wichtig, wann benutzt du sein und wann haben als Hilfsverb? Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Im heutigen Video erkläre ich dir die deutsche Zeitform das Perfekt. Beim Perfekt ist es wichtig zu wissen, dass es zwei deutsche Zeitformen gibt, das Präteritum und das Perfekt. Und das Perfekt ist die Variante, die ein Hilfsverb hat, nämlich haben oder sein. Genau darum geht es in dem heutigen Video. Ich erkläre dir, wie du das Perfekt bildest, wann du haben, wann du sein benutzt. Dafür wechseln wir jetzt in mein E-Book. So, in der deutschen Sprache gibt es verschiedene Zeiten für die Vergangenheit, nämlich das Präteritum und das Perfekt. In der Gegenwart haben wir hier das Beispiel im Präsens, ich habe ein Auto. In der Vergangenheit gibt es diese zwei Varianten, ich habe ein Auto gehabt und ich hatte ein Auto. Das Perfekt, über das wir in diesem Video sprechen, wird im Deutschen wesentlich häufiger benutzt als das Präteritum und man drückt damit ganz einfach aus, dass etwas in der Vergangenheit passiert. Und in der Umgangssprache wird mit Ausnahme von wenigen Verben fast ausschließlich das Perfekt benutzt. Dementsprechend wichtig ist es. Hier nochmal drei kleine Beispiele. Der Junge hat Fußball gespielt, er hat Urlaub gemacht und wir sind heute mit dem Zug gefahren. Das ist alles in der Vergangenheit und alles im Perfekt. Schauen wir uns als erstes die Bildung des Perfekts an. Das Perfekt wird mit den Hilfsverben haben oder sein plus dem Partizip 2 des Hauptverbs gebildet. Das Partizip 2, was das genau ist und wie du es bildest, werde ich dir jetzt nicht genau erklären. Dafür gibt es ein extra Video, das ich hier für dich verlinke. Und als erstes hier immer das Hilfsverb, zum Beispiel haben, ich bin gelaufen, du bist gelaufen, er, sie, es ist gelaufen, wir sind, ihr seid, sie sind gelaufen. Und dasselbe auch bei haben, ich habe gekocht und so weiter. Wann benutzt du sein und wann benutzt du haben als Hilfsverb? Fangen wir an mit der Bildung des Perfekts mit sein. Zum Beispiel bei Ortswechseln, Achtung, des Subjekts. Fahren, ich bin mit dem Bus gefahren. Hier, ich bin das Subjekt und wenn ich mit dem Bus fahre, wechsle ich von meinem Zuhause zu meiner Arbeitsstelle zum Beispiel. Ich wechsle also den Ort, deswegen bin gefahren. Gehen, du bist nach Hause gegangen. Auch hier wechselt das Subjekt den Ort. Es muss also immer eine Bewegung von A nach B sein. Eine einfache Bewegung ohne Richtung reicht nicht aus. Es muss eine Bewegung von A nach B sein. Folgt zum Beispiel, ich habe getanzt. Tanzen, das ist zwar eine Bewegung, aber keine Bewegung von A nach B. Ich tanze mehr oder weniger an einem Ort und dementsprechend haben und nicht sein als Hilfsverb. Als zweites bildest du das Perfekt mit sein bei Zustandswechseln des Subjekts. Sterben, er ist vor 3 Jahren gestorben, das ist ganz offensichtlich ein Wechsel von am Leben zu Tod. Weniger negativ, einschlafen, du bist zeitig eingeschlafen, das ist ein Wechsel von munter zu schlafend. Auch hier ganz wichtig des Subjekts, darauf kommt es an. Wechselt das Subjekt den Zustand. Bei beiden ja. Außerdem wird sein immer als Hilfsverb bei den Verben sein, werden und bleiben benutzt. Also diese drei benutzen immer sein als Hilfsverb. Natürlich sein benutzt sich selbst. Werden ist im entferntesten Sinne auch eine Form von sein und benutzt dementsprechend auch immer sein. Und bleiben
möchte auch gern sein benutzen, obwohl es keinen Ortswechsel und keinen Zustandswechsel beschreibt. Zum Beispiel, ich bin in Deutschland gewesen. Hier haben wir sein als Hilfsverb, sein als Hauptverb, deswegen sein als Hilfsverb. Wir sind zu Hause geblieben, bleiben als Hauptverb, dementsprechend sein als Hilfsverb. Und er ist ein Lehrer geworden. Hier haben wir werden und auch hier muss sein als Hilfsverb benutzt werden. Kommen wir jetzt zur Bildung mit haben als Hilfsverb. Ganz einfach, alles, was nicht sein benutzt. Also alles, was kein Ortswechsel, kein Zustandswechsel ist und auch nicht sein, werden oder bleiben, benutzt immer haben. Und, ganz wichtig noch, alle reflexiven Verben benutzen immer haben. Völlig egal, ob es ein Zustands- oder Ortswechsel ist. Kleines Beispiel, sie hat Essen gekocht. Hier ganz normal, kein Ortswechsel, kein Zustandswechsel, auch nicht sein, werden oder bleiben, also haben. Er hat sich auf den Film gefreut. Freuen ist auch kein Zustandswechsel und es ist auch kein Ortswechsel, dementsprechend haben und zusätzlich noch reflexiv. Also hier siehst du schon daran, dass es reflexiv ist. Es muss haben sein. Aber es entspricht auch dem hier, kein Ortswechsel, kein Zustandswechsel. Und jetzt, Max hat sich in Anna verliebt. Verlieben ist ein Zustandswechsel, nämlich von nicht verliebt sein, egal, zu verliebt in jemanden sein. Aber es ist reflexiv und dementsprechend haben als Hilfsverb. Denn alle reflexiven Verben benutzen immer haben als Hilfsverb, unabhängig vom Zustands- oder Ortswechsel. Noch kurz zur Wortstellung. Die Wortstellung entspricht der normalen Wortstellung mit zwei Verben in einem Satz im Deutschen. Das konjugierte Verb, also das Hilfsverb, geht an Stelle oder Position 2 und das Hauptverb hier im Partizip 2-Form geht an das Ende des Satzes. Bei einer Ja-Nein-Frage steht das konjugierte Verb, also das Hilfsverb, an erster Stelle. Am Ende weiterhin das Partizip 2. Und wenn es ein Nebensatz ist, dann bleibt alles auch wie gehabt. Und hier steht das Hilfsverb dann ganz am Ende. Das entspricht der ganz normalen Satzstellung für mehr als ein Verb im Satz. So, jetzt weißt du, wie man das Perfekt bildet. Falls du Fragen dazu hast, schreib bitte einfach einen Kommentar hier unter dieses Video. Ich beantworte alle deine Fragen. Wenn du dir jetzt denkst, es gibt ja auch noch eine zweite Zeitform in der Vergangenheit, das Präteritum, die erkläre ich dir hier in diesem Video und in dem anderen Video, da erkläre ich dir ganz genau, wann du das Perfekt und wann du das Präteritum benutzen musst. Also, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.